Herzlich willkommen bei Kiefer Classic Racing. An diesem Wochenende steht der nächste und zugleich vorletzte Lauf zur Deutschen Historischen Motorradmeisterschaft auf dem Plan. Und zwar der Schottenring Historic Grand Prix. Also bleibt dran! Ja, der Schottenring Grand Prix stellt eine Besonderheit im Rennkalender der Deutschen Historischen Motorradmeisterschaft dar. Es ist keine permanente Rennstrecke, sondern ein abgesperrter Straßenkurs durch die Innenstadt von Schotten im Vogelsberg. Man kann dort ein bisschen den Charakter von Monaco oder der Isle of Man spüren. Ist natürlich für uns Fahrer und auch für die Zuschauer immer eine besondere Atmosphäre. Zudem feiert der MSC rund um Schotten in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen. Da wird es auch hier und da noch ein interessantes Rahmenprogramm geben. Gleichzeitig ist es für uns als Familie oder auch für uns als Vater-Sohn-Team auch eine sehr besondere Veranstaltung. Dazu aber später mehr. Der Wohnwagen ist fertig gepackt, das Auto ist beladen und jetzt machen wir uns erstmal auf den Weg. So, wir sind jetzt in Schotten angekommen. Unser Fahrerlager steht schon. Die Papierabnahme und die technische Abnahme haben wir schon erledigt. Die Motorräder haben wir jetzt mal so umparken müssen. Das ist ein bisschen abschüssig hier, dass sich da nichts verselbstständigt. Heute Abend steht jetzt noch die Fahrerpräsentation auf dem Plan. Da werden wir dann natürlich auch mitfahren. Und später noch die Fahrerbesprechung. Ja, ist dieses Jahr ein besonderes Event für uns, denn mein Vater Michael und ich, wir waren vor genau 30 Jahren, 1995, das erste Mal hier, damals als Zuschauer oben auf der Tribüne. Und ja, jetzt 30 Jahre später sind wir zusammen als Fahrer hier auf der Strecke. Da freuen wir uns natürlich riesig drüber, dass das tatsächlich nochmal geklappt hat, auch wenn es ein bisschen gedauert hat. Ja, und jetzt bereiten wir uns mal langsam vor, dass wir die Motorräder angeworfen kriegen und dann schauen wir uns schon mal eine Runde am Schottenring an und dann geht es zur Fahrerpräsentation und zur offiziellen Begrüßung. Was mich sehr gefreut hat, ich bin jetzt etwas mehr als 2 Stunden hier, bin schon zweimal hier auf meinem YouTube-Kanal angesprochen worden. Also wenn auch ihr jetzt den Kanal gerade erst entdeckt habt, würde ich mich natürlich über ein Like und ein Abo freuen. Dann könnt ihr auch in Zukunft dranbleiben und mitverfolgen, was bei uns hier auf diesen Veranstaltungen so läuft.
Heute ist Samstag, Tag der beiden Trainingsläufe. Wie ihr gesehen habt, haben wir gestern Abend noch erfolgreich die Fahrerpräsentation mitgemacht. Hat wirklich Spaß gemacht, war sehr schön. Wir konnten uns schon mal auf einer langsamen Runde die Strecke anschauen. Wie man im Hintergrund hört, die ersten Fahrer sind schon auf der Strecke. Auch hier bei uns laufen die Vorbereitungen für den ersten Trainingslauf. Wir machen jetzt die Motorräder startklar. Und dann nehme ich euch wieder mit in einem Onboard-Video auf der Yamaha RD auf ein paar Runden auf den Schottenring. Viel Spaß und bis gleich. Das erste Training haben wir erfolgreich absolviert. Wetter, Strecke, Technik, hat alles gepasst. Und jetzt sind wir schon mal auf die Rundenzeiten gespannt. Und dann schauen wir erstmal, was es zum Mittagessen gibt. Und dann heute Nachmittag um 15 Uhr steht dann noch das zweite Training auf dem Plan. Da gilt es sich dann nochmal zu verbessern, um eine gute Startposition für die Wertungsläufe morgen rauszufahren. Aber jetzt ist erstmal ein paar Minuten Ausruhen angesagt. So, ich hatte es ja in einem früheren Video schon mal angekündigt, auch mal ein paar Eindrücke rundherum aus dem Fahrerlager und sowas einzufangen. Das wollen wir jetzt einfach mal machen. Also starten wir mal hier einen kleinen Rundgang durchs Fahrerlager. So, hier sieht man natürlich unser Fahrerlager. Jetzt hier der obere Bereich des Fahrerlagers im Grünen. So ein paar vereinzelte Fahrer angesammelt. Oben im Hintergrund schon der Zeltplatz für die Zuschauer. Einige Motorradreisende mit Zelten. Oh, bei den Nachbarn. Schöne Honda dabei, NSU Max. Michael führt schon Fachgespräche. So, jetzt hier im unteren Teil von Fahrerlager 2. Sieht sehr weitläufig.
nach der Fahrerlagerrunde und dem Mittagessen steht jetzt gleich der zweite Trainingslauf für heute auf dem Plan. Danach ist Feierabend. Jetzt heißt es wieder umziehen und die Motorräder vorbereiten und dann geht es raus auf die Strecke. Und natürlich nehme ich euch auch diesmal wieder mit in einem Onboard-Video auf der Yamaha RD auf den Schottenring. Also viel Spaß und bis gleich. Das war das zweite Training, damit Feierabend für heute hier am Samstag. War nochmal gut warm, wir haben nochmal schön geschwitzt. Hoffentlich bei den Zeiten noch was rausgeholt, um morgen eine gute Startposition zu haben. Hier, jetzt machen wir erstmal die Kaffeemaschine an, schauen, was es nachher zum Abendessen gibt und dann ist hier heute Abend auf der Bühne am Campingplatz noch ein bisschen Live-Musik, spielen 2 Bands, das werden wir uns natürlich angucken und dann lassen wir den Tag hier ausklingen. Und morgen stehen dann die Wertungsläufe auf dem Plan, da geht es dann wieder um Meisterschaftspunkte. Also bis dann. Ja, willkommen zurück hier am Sonntagmorgen. Wie man sieht, das Wetter passt wieder, wie eigentlich das ganze Wochenende schon. Wir sind jetzt gerade schon in Vorbereitung für den ersten Wertungslauf des heutigen Tages. Die Trainingsläufe gestern liefen super für uns, reibungslos, hat alles gepasst, alles geklappt. Wollen wir hoffen, dass wir das heute so fortsetzen können. Jetzt nehme ich euch natürlich wieder mit auf der Yamaha RD in den ersten Wertungslauf und in den Kampf um die nächsten Meisterschaftspunkte. Viel Spaß und bis gleich.
So, den ersten Wertungslauf hier am Vormittag haben wir jetzt erfolgreich absolviert. Hat alles gut gepasst. In der Wertung liegt Michael jetzt auf Rang 4, ich selbst auf Rang 8. Ist eine ganz gute Ausgangsposition für den zweiten Wertungslauf heute Nachmittag. Und wir hoffen, dass wir da vielleicht einen von uns beiden aufs Podium kriegen. So, einmal dürfen wir jetzt noch ran an diesem Wochenende. Zweiter Wertungslauf. Noch einmal alles geben, noch ein paar Punkte sammeln. Michael ist ja noch in Reichweite der Podestplätze. Mal schauen, ob das was wird. Also, los geht's. So, wir sind im Ziel beim Schottenring Grand Prix 2025. Der zweite Wertungslauf lief ziemlich gut. Bei Michael war es jetzt ein 14. Rang, bei mir persönlich der zweite Rang. Im Gesamtergebnis war das jetzt für Michael Rang 8, für mich Rang 4. Rang 4 immer ein bisschen schade, knapp am Podest vorbei. Aber in dem Fahrerfeld können wir da insgesamt sehr, sehr zufrieden sein. Das ist ein super gutes Ergebnis für dieses Wochenende. Wir haben die Technik und die Knochen heil ins Ziel gebracht. Das ist auch immer das meiste wert. Gestern hat leider schon unsere Startmaschine den Geist aufgegeben. Das war jetzt aber nicht so schlimm. An der Stelle nochmal ein schöner Gruß hier gegenüber an das DHM-Team Boxenluder, die uns da ihre Startmaschine für die Rotax zur Verfügung gestellt haben. Auch das ist was hier dazugehört. Das Motto ist hier Motorsport unter Freunden. Im Fahrerlager ist es immer Verlass, ob das einfach nur ein Werkzeug ist, Verbrauchsmaterial oder einfach mal, dass man jemand die Startmaschine zur Verfügung stellt. Das ist mit das, was es ausmacht. Und ich glaube, ihr habt es im Video gesehen. Die Ränge waren voll, die Leute waren super begeistert, haben gewunken, haben geklatscht und waren zudem richtig nah an der Strecke dran. Das ist auch für uns Fahrer was ganz, ganz Besonderes. Hat super viel Spaß gemacht. Schön, dass ihr jetzt bis zum Ende geschaut habt, mich durch das Wochenende begleitet habt. Wenn es euch gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben.
abonniert unseren Kanal und tschüss, bis zum nächsten Mal.